Herzlich willkommen zu unserer Strategy Keynote Ergebnisse statt Experimente. KI im Dienst der Customer Experience. Mein Name ist Timo Kohlberg und ich leite bei Adobe das Go-to-Market-Team für CXO in unserer EMEA-Region. Wie war Ihr Summit bisher? Gut? Ja? Perfekt. Das freut mich zu hören. Kurzes Handzeichen. Wer von Ihnen, von euch nutzt KI im privaten Umfeld? Kurzes Armheben. Wow, das sind 90%. Wie ist es im geschäftlichen Bereich? Wer nutzt da KI? Ja, ein paar weniger, okay. Ich hoffe, dass wir nach der Session ein paar mehr Arme nach oben bekommen und Sie KI noch mehr in Ihrem täglichen Arbeitsleben einsetzen. Denn in den letzten 2 Jahren sind KI-Agenten fähige Assistenten für uns geworden. Sie beantworten Fragen, erstellen für uns Bilder, aber auch E-Mail-Texte und helfen uns beim Troubleshooting mit Applikationen und Produkten. Die individuelle Produktivität ist deutlich gestiegen. Das zeigen auch diese Statistiken hier. 25% aller Konsumenten nutzen KI, Chat bereits für die Produktsuche und Recherche. Das heißt, KI vermittelt zwischen Marke und Kunde. Und wir sehen auch einen Anstieg der persönlichen KI-Agenten. Diese können recherchieren, empfehlen und entscheiden für Kunden. Und ich habe Ihnen auch mal ein persönliches Beispiel hier mitgebracht, denn KI ist enorm nützlich geworden. Was früher vielleicht Tage oder zumindest Stunden gedauert hat, dauert heute vielleicht nur noch ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Was ich hier gemacht habe mit ChatGPT und viele von Ihnen und euch bestimmt auch schon, ist eine Reiseplanung zu machen, für Barcelona in diesem Fall. Ich war im Frühjahr in Barcelona mit meiner Partnerin und habe einfach mal geschaut, was schlägt mir ChatGPT hier vor. Das Ergebnis war extrem gut, ohne dass ich viel machen musste. Von den Attraktivitäten und den Sachen sich anzuschauen, über Restaurants und sogar meine persönliche Karte für mich designt, wo ich zuerst hingehen soll. Aber KI kann auch immer noch Fehler machen. Das heißt, an dem Tag, wo ChatGPT mir den Sagrada Familia Aufenthalt geplant hat, war bereits die Tour komplett ausgebucht. Das heißt, wir mussten noch mal ein bisschen umplanen. Das heißt, KI ist bisher gut für die Produktivität des Einzelnen. Aber wie sieht es bei KI im Unternehmen aus? Oftmals, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, hören wir immer noch viel von Piloten, POCs, Experimenten und isolierten Wins. Was man bisher sagen kann, dass es noch nicht skaliert hat oder zumindest noch nicht nachhaltig. Der Grund aus meinem Gesichtspunkt ist, dass die KI-Nutzung noch auf Aufgabenebene ist, also auf Task-Ebene. Das bedeutet ein Prompt, ein Output, ein Workflow. Was müssen wir also machen, um umfassenden Wandel zu erreichen? Es ist Zeit für einen tektonischen Shift. Wie kann dieser aussehen? KI muss sich vom Werkzeug zum vollwertigen Teammitglied entwickeln. Denn die echten Durchbrüche kommen von der Symbiose von Mensch und Maschine. Das bedeutet für Sie, die nächste Generation der AI kommuniziert mit Ihnen, sie stimmt ab und sie handelt über Systeme hinweg. Links die Art, wie wir bisher AI genutzt haben im Unternehmensumfeld, auch mit Adobe. Zum Beispiel, gib mir einen Kampagnentitel oder eine Tagline für eine bestimmte Journey oder Kampagne, die ich fahre. Die Frage ist aber nicht mehr, was kann die AI oder KI generieren, sondern die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, was ist das Endresultat, das ich erreichen will? Das heißt, was ist anstelle des Outputs, was ist der Outcome? Und auf der rechten Seite sehen wir das. Ja? Die Anfrage hier ist ein klarer Prompt zu sagen, ich möchte eine Loyalty Journey erstellen mit dem Ziel, den Customer Lifetime Value zu erhöhen. Und da kann mich KI unterstützen. Das heißt, dieser Wandel ist die Herausforderung von Output zu Outcome. Jetzt ist natürlich die Frage, was hält uns ab, dies zu erreichen? Und ich habe Ihnen mal 3 recht offensichtliche Gründe mitgebracht, die wir alle täglich sehen. Einerseits ist die Datenqualität. Haben wir heute auch schon viel darüber gesprochen. Datenqualität, Datensilos, die auch immer noch bestehen. Es sind aber auch geschlossene Systeme, die uns keinen Zugriff oder Agenten keinen Zugriff geben auf die Daten und den Kontext, den wir benötigen. Und natürlich Content-Integrität und IP-Rechte sind immer noch extrem wichtig. Aber was darunter liegend ist, ist vielleicht viel entscheidender. Ich habe mich kürzlich mit einer CMO unterhalten, die mir die Frage gestellt hat, warum soll ich einen schlechten Prozess mit KI automatisieren, der von Grund auf schon nicht gut aufgesetzt ist?
Und das ist fair. Das heißt, was wir eigentlich machen müssen in dieser neuen Welt, ist Prozesse neu zu denken, Arbeitswelten zu verändern und die Art, wie wir arbeiten. Und dabei schneller und besser zu werden durch KI. Für den Urlaub, mein Beispiel mit Barcelona, da reicht gut genug. Im Unternehmensumfeld und im Business ist kein Spielraum für Fehler. Stellen Sie sich vor, ein Agent löscht einen Datensatz. Das ist nicht akzeptabel und kann weitreichende Folgen haben. Nun also die Frage, wie können wir AI skalieren und Arbeit neu denken? Und dazu habe ich 3 Schritte mitgebracht. Und das erste ist sehr, sehr klar. Die Agenten können nur so gut sein, wie die Daten und den Kontext, den sie kennen. Und die gute Nachricht für uns alle ist, dass vieles heute schon in Systemen und Applikationen lebt. Denken Sie an Ihre Kundendaten, an die Brand Guidelines, an die Workflows, die Sie geschaffen haben, von Creative bis Marketing und natürlich auch die Compliance. Nutzen Sie das also als universelle Kontextschicht mit der Gewissheit und dem Ziel, Kontrolle zu haben, Markenkonformität und auch Kundenvertrauen. Lassen Sie uns zum zweiten Punkt kommen. Governance und Guardrails. Agenten brauchen ähnlich wie wir Menschen ein Identity Management. Was ich damit meine ist, welche Zugriffsrechte dürfen sie haben? Was sind die ethischen Leitplanken? Und auch das sogenannte Least Privilege Recht. Das heißt, was ist der minimale Zugriff, der ein Agent mindestens braucht? Auf Daten zum Beispiel. Und die Zugriffskontrolle lebt in vielen Systemen bereits. Das heißt, was für den Menschen erstellt wurde, kann für einen Agenten übertragen werden oder vielleicht zugeschnitten werden, basierend auf den Use Cases, die Sie umsetzen wollen. Und zu guter Letzt Security. Wahrscheinlich der entscheidendste Punkt, die Sicherheit von AI und Agenten. Hier ist es wichtig, die Nutzerabsicht zu verstehen, Missbrauch vorzubeugen und natürlich auch klare Handlungsrahmen zu setzen. Das heißt, klare Grenzen einzuziehen. Und wenn wir das machen, dann haben wir die Möglichkeit, auch von einfachen Workflows wegzugehen hin zu sehr komplexen Workflows und Interaktionen. Manchmal will ich vielleicht nur Informationen abrufen und einen einfachen Insight haben. Oftmals ist es aber heute komplexer. Ich möchte eine Simulation machen. Ich möchte eine komplette Journey entwerfen. Und wir gehen zunehmend weg von simplen Workflows hin zu komplexen Arbeitsweisen, die viele Geschäftsobjekte und Bereiche betreffen. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Team, das damit arbeitet. Und auch andere Entscheidungen und Entscheidungsträger mit involviert. Zum Beispiel in der Erstellung von Segmenten und Journeys. Das Ganze braucht 4 Bausteine, um das umzusetzen. Es braucht Orchestrierung, wir sehen diese Komplexität hier. Es braucht eine konsistente Ausführung und natürlich dann auch, ich habe vorhin über Security und Guardrails gerade gesprochen, Audits und den Status sowohl von Nutzer als auch System. Und das wäre eindeutig zu unternehmenskritisch, um hier mit Vibe-Coding zu beginnen. Und aus meiner Sicht werden die Unternehmen führend sein, die den Handshake zwischen Mensch und Maschine perfektionieren. Und manchmal kann der Agent etwas allein entscheiden und steuern. Oftmals sollte aber auch der Mensch noch in the loop sein. Und natürlich gibt es immer noch sehr, sehr viele Fragen, wie viel ein Agent selbst entscheiden sollte. Und deswegen habe ich euch heute mal hier ein Modell mitgebracht, die 4 Stufen der AI-Autonomie. Und auf der ersten Stufe, auf dem ersten Level geht es um assistiert. Das heißt, der Mensch arbeitet, die KI antwortet. Da geht es primär um natürliche Sprachausgabe, also Insights und Wissen zu teilen. Auf der zweiten Stufe nennen wir Augmented. Der Agent schlussfolgert, er kann Muster erkennen, er kann Empfehlungen aussprechen. Wenn Sie heute schon mit Adobe-Agenten arbeiten, dann ist es genau die Art und Weise. Also zum Beispiel unser Audience Agent, unser Data Insight Agent, der genau diese Insights auch gibt und Muster erkennen kann. Das nennt man Human in the Loop. Das heißt, bei den einzelnen Schritten ist der Mensch jedes Mal noch da, um das zu prüfen, um die Freigaben zu geben. Wo wir uns jetzt mit der Adobe-Technologie hinentwickeln, ist das Level 3, nämlich die Automatisierung. Da sprechen wir wirklich von End-to-End Automatisierung, natürlich in klar definierten Grenzen durch den Menschen und den Nutzer, wo entsprechend der Nutzer die Aufsicht hat, klare Ziele setzen kann und auch die Leitplanken setzt, was Agenten ausführen können. Aber die positive Nachricht ist, ich muss nicht mehr in jedem Schritt mit dabei sein. Und im Gegensatz zu Human in the Loop
heißt das Ganze Human on the Loop. Und zu guter Letzt die Zukunft, wo wir uns mittel- bis langfristig hinentwickeln, ist das Self-Directed. Das heißt eigenständig, selbstkorrigierend und basierend auf von Menschen definierten Zielen. Da stehen wir noch relativ am Anfang. Wo die meisten der Unternehmen und unserer Kunden heute sind, ist irgendwo zwischen Stufe 1 und 2. Das heißt, jetzt geht es darum, sich in Richtung Stufe 3 zu entwickeln und sich vorzubereiten für die generative und AI-agentische Zukunft. Und deswegen haben wir beim Adobe Summit in Las Vegas den Adobe CX Enterprise gelauncht. Die Basis ist bereits da. Das ist das Adobe-Fundament, was viele von Ihnen und euch bereits im Einsatz haben. Also hier geht es darum, entsprechend die Daten und den Kontext bereits zu nutzen. Und dann haben wir die Intelligenzschicht, also ich gehe von unten nach oben, wo wir hier mit Brand und Engagement Intelligence diesen Intelligenzlayer geschaffen haben, der Entscheidungen treffen kann, Decisioning vornimmt, Reasoning und auch sehr, sehr präzise sein kann. Warum präzise? Weil er genau auf den Designsystemen aufbaut, die Sie im Einsatz haben, auf den Content, den Sie nutzen, die Kundensignale nimmt, die in unserer Plattform sind und natürlich auch die Performance analysiert. Und das Gute ist, er lernt mit Verhalten und Teamnutzung. Und dann der nächste Layer ist das, was wir in 20 Jahren, in 2 Dekaden an Marketing- und CX-Erfahrung mit unseren Kunden gemacht haben. Das lebt in Agenten, die ich schon genannt habe, aber auch in Skills, die wir zur Verfügung stellen in Form von Katalogen und Libraries und natürlich auch Tools und MCP-Server. Und MCP-Server ist ein gutes Stichwort. Das, was ihr auf der rechten Seite seht, das sind unsere nativen AI-Integrationen. Das heißt, wir arbeiten da eng mit allen großen Anbietern wie Anthropic, OpenAI, Google und Microsoft zusammen. Und dann, worum es heute im Kern geht und wo wir auch Demos sehen werden, CX Coworker. Das ist das Always-on-Teammitglied, was Workflows orchestriert, Geschäftsziele erreicht und den Geschäftskontext kennt. Das bedeutet also, der Mensch definiert die Delegationsgrenzen, die Berechtigung und auch die Prüfschleife und kann Dinge automatisch umsetzen und entscheiden oder auf die Freigabe des Menschen warten. Und natürlich auch der Analytics Layer end-to-end hier gleichermaßen. Wenn ich das in einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, CX Enterprise und CX Coworker sind das Betriebssystem für Agentic Experiences. Und dann nenne ich 5 Gründe, warum es so ist. Enterprise Ready, ganz wichtig, erklärbar, prüfbar, gesteuert, vertrauenswürdig und natürlich auch übergeordnet skalierbar. Das bedeutet für Sie, raus aus dem Experiment und rein in die echte Agentic Experience. Das Fundament, wie gesagt, ist da. Darauf können Sie aufbauen. Es geht aber nicht mehr nur darum, Daten und Content zu speichern und zu managen, sondern hier können Sie täglich Geschäftserfolge in der Arbeit erzielen. Im Zusammenspiel von Mensch und Agent erzielen Sie höhere Produktivität und auch Wachstum. Und was wir auf der linken Seite sehen, das ist so ein bisschen die alte Welt, den Output. Wie viel Output habe ich eigentlich? Also es ist nicht mehr entscheidend, wie viel Templates oder E-Mails ich generiere, sondern den Erfolg der täglichen Arbeit hier zu messen. Was ist also der Nutzen für Sie in der täglichen Arbeit? Zusammenfassend würde ich sagen, smartere, skalierbare Execution. Und da sehen wir 3 Punkte auf der linken Seite. Zum einen das Thema Unabhängigkeit. Was ich damit meine, ist, dass Agenten komplexere Tasks ausführen können. Sie können Aufgaben verketten, aber auch Fehler erkennen und Anomalien. Das werden wir auch in den Demos gleich sehen. Und dabei, ohne dass ich bei jedem Schritt eingreifen muss. Zum Zweiten, Workflows sind nicht mehr vordefiniert starr. Denn wenn wir uns die Unternehmensrealität anschauen, ist sie sehr, sehr komplex. Das heißt, ein Plan kann spontan sein, er kann validiert werden und der Agent, CX Coworker, macht auch Vorschläge für Alternativen. Und zum Dritten kann ich auch Agenten planen, also die Ausführung planen, die Execution, in ihrem Auftrag. Zum Beispiel
monitoren, welche Segmente werden erstellt, steigt die Anzahl der Kontakte in den Segmenten. Anomalien erkennen, wie ich schon gesagt habe, und natürlich auch Reports automatisch erstellen. Das ganz ohne Nutzereingriff. Das heißt, Teams können sich auf höherwertige Aufgaben während ihrer Arbeitszeit konzentrieren. Jetzt die Frage, wie kann das Ganze erreicht werden? Wir haben hier 4 Building Blocks auf der rechten Seite. Zum einen Contextual Memory, also ich würde sagen das virtuelle Gedächtnis. Das bedeutet, Sie starten nicht jedes Mal bei Null, sondern der Agent leitet Kontext aus Daten und Content ab, lernt mit jeder Session und versteht sitzungsübergreifend, was passiert. Das heißt, CX Coworker versteht Ihre Organisation mit jedem Tag ein Stückchen besser. Also wie ein echtes, vollwertiges Teammitglied. Zum Zweiten die Customizable Skills, also anpassbare Skills. Das bedeutet, den Skill-Katalog, den ich vorhin bei CX Enterprise gezeigt habe, der kann angepasst werden an Ihre Unternehmensrealität. Und natürlich auch die realen Arbeitsweisen. Segmenterstellung in Firma A ist sehr, sehr anders als in Firma B. Und Agenten können das entsprechend abbilden. Und dann Composable UI. Was ich damit meine, ist, dass nicht alles eine Chat-Umgebung sein muss, sondern situativ, kontextsituativ würden wir die Oberflächen verändern. Also es kann ein Audience Builder sein, es kann ein Journey Canvas sein, der in der gleichen Oberfläche angezeigt wird. Das heißt, das ist inline und ich habe keinen Medienbruch, wenn ich mit dem Agenten und CX Coworker interagiere. Und zu guter Letzt höhere Qualität und weniger Fehler. Ich habe über Human in the Loop gesprochen, ich habe über Human on the Loop gesprochen. Ganz egal, für welche Arbeitsweise Sie sich entscheiden, Sie erzielen bessere Outputs. Das heißt, am Ende des Tages weniger Überprüfungen und Korrekturen und mehr Vertrauen in die AI. Und all das zusammen erlaubt die Evolution von einem AI als Assistent zu AI als echten Teammitglied und Coworker. Damit möchte ich zu unserer ersten Demo kommen und das Ganze zum Leben erwecken. Und da begrüße ich Marion Günther, Principal Expert Solution Consultant bei Adobe. Viel Spaß. Vielen Dank, Timo. Um zu zeigen, wie das Ganze jetzt in der Praxis aussehen kann, schlüpfe ich heute in die Rolle eines Marketing-Managers bei Ulta Beauty, unserem Kunden, die uns netterweise diesen Case zur Verfügung gestellt haben. Die Daten, die Sie sehen, sind dabei allerdings natürlich aus Datenschutzgründen fiktiv. Als Marketingmanager bin ich heute besonders aufgeregt, als ich in die Arbeit komme, denn gestern war ein riesengroßer Tag für uns. Die unglaublich lange geplante Kampagne 21 Days of Beauty ist endlich gestartet. Monatelang Konzeption, Strategie, Tausende von Assets erzeugt und gestern wurde gelauncht. Und natürlich bin ich super aufgeregt, wie denn heute schon mal die ersten Ergebnisse aussehen. Und ich komme zu meinem Arbeitsplatz, der immer gleich startet mit Adobe CX Enterprise Coworker. Und tatsächlich, Coworker hat nicht geschlafen, während ich das getan habe. Er sagt mir, hey, da ist was passiert, aber ich bin ein bisschen erstaunt, denn er sagt mir, es gibt einen Spike im organischen Traffic, aber nur rund um Mascara. Das verwirrt mich sehr, weil Mascara war gar nicht so im Fokus von unserer Kampagne. Ich möchte also mehr verstehen. Bitte, Coworker, sag mir, was ist denn da los? Und Coworker verknüpft sich sogleich mit CX Analytics und zeigt mir, organischer Traffic, wow, LLM-Referrals extrem in die Höhe gegangen, was sehr gut ist, denn das bedeutet, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir wurden gefunden von den LLMs, wir wurden empfohlen und das ist heute ein wichtiger Schritt. Denn die Leute suchen nicht mehr auf Suchmaschinen, nein, sie suchen jetzt in ihren beliebtesten KI-Tools und wer da nicht auftaucht, der existiert quasi gar nicht mehr. Also was könnte jetzt dahinter stecken? Auch Brain Concierge sagt mir 162% mehr Diskussionen, Fragen zu Augen-Make-up. Das ist ja schon wirklich sehr, sehr seltsam. Was könnte es sein? Aber Coworker, gib mir einen Hint. Möglicherweise ist ein virales Event, das passiert ist, schuld an dem Ganzen. Was war passiert? Es gab eine Awardshow, eine Preisverleihung und das Starlet kommt auf die Bühne. Voller Emotionen bricht sie aus in Tränen. Millionen von Menschen sehen zu, aber was sie interessiert, sind gar nicht so die Tränen. Nein, in allen Medien im Internet werden folgende Fragen gestellt. Was war das denn für eine Mascara, die nicht verwischt ist bei diesem Tränenausbruch?
Und hier sehen wir das Ergebnis. Ich will aber mehr verstehen. Offensichtlich haben wir schon mal alles richtig gemacht, denn wir haben was abbekommen vom Traffic. Ich sehe hier in meiner Cloud, in meiner Work Cloud, okay, Mascara, Purple, Plum Purple. Also bei uns waren sie auf alle Fälle und haben nach Plum Purple Mascara gesucht. Sehr gut. Dennoch glaube ich, wir können noch mehr rausholen aus dieser Aktion, die da passiert ist. Wir schauen, dass wir auf den Zug aufspringen und möglichst schnell mit dabei sind. Dazu bitte ich, unseren Coworker herauszufinden, welche Produkte müsste ich dann möglichst schnell noch mit in meine 21 Days Campaign mit aufnehmen, damit wir den Trend mitschnappen können. Und sofort verbindet sich Coworker über MCP mit unserem Produktinformationssystem und sagt mir, diese 3 Produkte sollten unbedingt noch mit rein und ich mache das dann auch gleich mal für dich. Zeitgleich hat es mir meinen Projektplan angepasst, denn jetzt geht es los. Coworker fundiert als der Orchestrator des ganzen Prozesses, bringt alle Agents rein, die ich brauche. Der erste ist der Workflow Optimization Agent, der mir meinen Projektplan für die Kampagne angepasst hat an den neuen Trend. Erster Schritt, sagt er, was du tun solltest, ist die Landingpage updaten und unbedingt die neue Mascara mit draufbringen. Dann Brand Concierge. Dritter Schritt, Offsite. Was können wir da noch tun, um möglichst viel Traffic abzugreifen? Schließlich brauchen wir neuen Kampagnen-Content möglichst blitzschnell erzeugt, denn wir wollen natürlich auch eine Social-Media-Kampagne darauf starten. Und last but not least, unser Loyalty-Programm sollten wir auch noch in Betracht ziehen. Finde ich super, starten wir durch, gleich mal in Schritt 1. Aber was auch immer du tust, bitte lass mich da einen Blick drauf werfen vorher. Ich möchte das auf alle Fälle approven. Wir haben eine Kommunikation mit Coworker. Schritt Nummer 1, was er vornimmt, hat er ja versprochen, er kümmert sich um unsere Website. Er bringt die Agents von AEM Experience Manager mit ins Board, die mir jetzt einen Vorschlag machen. Links die Seite, wie sie bisher ist für unsere 21 Days of Beauty Kampagne. Rechts der Vorschlag mit den neuen Mascara-Produkten und ein Fokus auf unsere Plum Purple Mascara, denn die war ja der Auslöser der ganzen Aktion. Deswegen hat er tatsächlich auch noch ein Icon draufgesetzt, Ugly Cry Approved. Finde ich super, spricht genau meine Zielgruppe an, deswegen Publish. Und weiter geht's mit dem nächsten Schritt. Während ich noch warte, dass die neue Seite gepublished wird, nimmt Coworker im nächsten Schritt schon mal Brand Concierge mit und updated, damit wir jetzt auch auftauchen, wenn über Plum Purple Mascara diskutiert wird. Exzellent, dann können wir also gleich zum nächsten Schritt übergehen. Offsite-Optimierung. Hier bringt mir Coworker an dieser Stelle SEMrush mit ins Spiel, das mir zeigt, an welchen Stellen im Internet denn am meisten diskutiert wird über Mascara. Da will ich aufspringen. Ich sehe hier einen Reddit-Post, der sehr, sehr viel Traffic hat, über die besten Mascaras 2026. Und gleichzeitig hat mir Coworker natürlich einen Vorschlag geschrieben. Das solltest du publishen mit einem Link auf unsere Mascara-Kampagnenseite. Exzellent, das übernehmen wir gleich in Review und Approval. Und weiter geht's. Da ist es schon passiert. Jetzt brauchen wir für unsere Social-Media-Kampagnen möglichst schnell in Echtzeit neuen Content. Ich bin Marketing-Manager, ich bin kein Designer, aber ich habe ein kluges Team. Dieses kluge Team hat Firefly-Workflows genutzt, um vorab Flows zu erstellen, die ich jetzt benutzen kann, um genau in solchen Aktionen schnell zu sein. Firefly nimmt also mein neues Produktbild, generiert daraus Assets, die ich verwenden kann in meinen Kampagnen, schickt sie gleich noch durch die Brand-Validierung mit Brand Intelligence und wenn das durch ist, in den Review- und Approval-Prozess mit Workfront. Super, das möchte ich haben, deswegen stoße ich diesen Workflow an und innerhalb von Minuten spuckt mir das System für meine Social-Media-Kanäle optimiertes Material in verschiedenen Formaten, die wir vorher eingegeben hatten, mit aus. Ich kann nicht nur hier diese jetzt überprüfen, sondern sie wurden zeitgleich in GenStudio für Performance Marketing hinterlegt, sodass das Team jetzt sofort starten kann, Meta-Ads schalten kann, was auch immer Sie damit anfangen möchten. Exzellent. Der nächste Schritt, der jetzt noch fehlt, ist unsere Loyalty Group. Hier schnappt sich Coworker unsere Engagement Intelligence Agents und setzt zusammen mit ihnen eine Challenge auf.
herausgearbeitet wurde, dass am besten geeignet unsere Platinum Tier Member sind. Und in diesem Zusammenhang soll diese Challenge also in verschiedenen Schritten mit den Assets, die wir erstellt haben, verschiedene Punkte erzeugen, verschiedene Tasks, die zu erzeugen sind, die von den Leuten zu erfüllen sind, damit sie die Punkte generieren können. Ich sage, baue mir diese Challenge, aber ich baue sie mit dir zusammen. Denn das System lernt von den Entscheidungen, die ich treffe. Und es soll immer mehr angepasst werden an die Art und Weise, wie ich entscheiden würde. So schlägt er mir also diese beiden Aufgaben vor. Das finde ich auch ganz gut. Allerdings würde ich noch einen weiteren Task für die letzten 8 Tage meiner Kampagne mit ergänzen. Diese werden also aufgenommen. Ich arbeite zusammen mit Coworker an dem Plan. Jetzt fällt mir noch auf, wir haben zweifach Punkte versprochen. Das können wir noch personalisieren. Das heißt, ich möchte für unterschiedliche Platinum-Tier-Level, abhängig davon, wie nahe sie am Diamond-Status stecken, möchte ich unterschiedliche Punkte aufsetzen. Auch das erzeugt mir das System. Jetzt ist es soweit, ich kann es nochmal personalisieren, ich kann es nochmal anpassen, ein neues Bild, eine neue Farbe, was auch immer ich vornehmen möchte und kann so die verschiedenen Experiences für meine verschiedenen Level erzeugen. Ich gucke es mir mal ganz kurz von der anderen Seite an, was üblicherweise nicht so wäre. So würde das dann für unterschiedliche Kundengruppen aussehen. Auf der rechten Seite sehen Sie also, dies ist die Gruppe, die ich am meisten triggern möchte mit dieser Kampagne. Point-Events sind natürlich immer extrem gut geeignet, um Menschen zu greifen, die schon lange nicht mit unserer Brand in Kontakt standen. Und hier verspreche ich noch denen, die am weitesten vom Diamond-Status entfernt sind, 4-fache Punkte, wenn sie mit uns kommunizieren. Alles getan, alles erledigt. Wir springen in die Zukunft. Der nächste Tag. Ich komme wieder aufgeregt in die Arbeit, was ich schon wirklich sehr häufig tue, seitdem wir Coworker mit im Team haben. Und sehe, Coworker hat wieder mal nicht geschlafen, während ich das getan habe. Die Kampagne funktioniert extrem viel besser, als wir uns Ziele gesetzt haben. Da möchte ich mehr verstehen. Und deswegen wieder meine Analysen, 2,4-fachen Revenue, Conversions durch die Decke, aber was mich besonders freut, wir konnten 65% unserer Platinum Tier Members aktivieren, dass sie sich wieder mit unserer Brand beschäftigt haben. Jedes Unternehmen in diesem Raum wird solche Momente erleben. Trends, die plötzlich hochpoppen, Chancen, die über Nacht entstehen und genauso schnell wieder verschwinden. Die Frage ist nicht, ob diese Momente geschehen. Die Frage ist, sind Sie bereit, sie zu erkennen, möglichst schnell? Sind Sie bereit, zu reagieren darauf, möglichst schnell? Sind Ihre Daten, Tools, Prozesse, Menschen und Ihre KI eingespielt genug, dass in solchen Situationen, wo jede Minute zählt, reagiert werden kann? Was Sie heute gesehen haben, ist nicht ein weiterer Weg zu automatisieren. Es ist quasi eine neue Welt des Marketings. Eine Welt, in der Unternehmen schnell erkennen, schnell reagieren können, Content in Echtzeit erstellen können, weil wir müssen schnell sein und schließlich Kundeninteraktion personalisiert gestalten können. Und genau das wird den Unterschied machen, ob Sie einen Trend folgen oder ob Sie diesen Trend für sich nutzen können. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Marion. Das war ein extrem spannendes Beispiel. Danke auch an Alta Beauty, dass wir hier diese Beispiele nutzen durften für den Case. Die stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, okay, CX Coworker, das sieht richtig spannend aus. Wie kann ich starten, das zu nutzen? Und ich habe Ihnen hier mal 3 Modi mitgebracht, in denen wir arbeiten können. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel, als ob Sie sagen, okay, ich habe Freunde, die zu mir nach Hause kommen und ich will ein tolles Dinner haben. Die eine Möglichkeit wäre der Full Stack Adobe. Das ist so ein bisschen wie Ihr privater Michelin 3-Sterne-Chef, der alles entsprechend für Sie zubereitet. Sie lehnen sich zurück und wir machen die Qualitätskontrolle und Governance. Die zweite Möglichkeit ist, ein bisschen mehr Hand anzulegen. Das heißt, die Technologie zu nutzen, die wir bringen, also ein bisschen wie eine Küchenmaschine, und wir bringen auch die entsprechenden Zutaten. Und das in der gewohnten Umgebung, in der Sie bereits arbeiten, also in dem Beispiel Ihre eigene Küche. Im AI-Umfeld sind das natürlich Dinge wie Copilot, ChatGPT, Claude oder andere. Und letztens, der dritte Modi ist einfach nur noch, wir geben das perfekte Rezept.
Das heißt, das Rezept in diesem Fall im AI-Umfeld sind die Skills, über die ich gesprochen habe, die APIs und die MCPs, damit Sie das entsprechend integrieren können. Also, Sie können es so kochen, wie Sie wollen. Das heißt, Sie wählen, wie viel Adobe übernimmt. Und einen zweiten Punkt, den ich auch sehr, sehr oft höre von unseren Kunden: Muss ich mich für einen dieser 3 Modi entscheiden? Nein, wir sind flexibel. Das System und CX Coworker holt Sie dort ab, wo Sie heute stehen. Das heißt, für den Marketer und den Anwender, der bereits heute schon in unseren Applikationen arbeitet, ist wahrscheinlich das Full-Stack Adobe-Modell das Beste. Arbeiten in den Applikationen, Agenten und CX Coworker. Wenn ich ein Business-Nutzer bin und vielleicht nur die Insight aus der Journey sehen will, wie es Marion gerade gezeigt hat, dann bleibe ich in meiner gewohnten Umgebung und wir integrieren entsprechend hier die Capabilities. Und zu guter Letzt für Entwickler und technische Teams können wir dann das Bring Your Own Orchestration Layer Modell fahren. Okay, damit möchte ich zum zweiten Demo-Teil kommen und Jörn auf die Bühne bitten. Jörn ist bei uns Principal Solution Consultant und er wird jetzt ein bisschen unter die Haube schauen, wie das Ganze technisch umgesetzt werden kann. Willkommen, Jörn. Okay. Jo, es ist wie es ist. Ne? So, jetzt könnt ihr es sehen. Klasse. Genau. Wir schauen uns jetzt einmal das Thema Skills etwas genauer an, also ein schon etwas technisches Thema. Aber am Ende des Tages werde ich das versuchen, auf 3 verschiedene Personas zu übertragen. Einmal der Center of Excellence Betreiber, einmal ein klassischer Marketer und einmal ein Entwickler. So, und dazu seht ihr jetzt hier auf dem Bildschirm hinter mir schon den CX Coworker, wie ihr ihn heute bestimmt schon ein oder andere Mal gesehen habt. Und das, wo wir jetzt unseren Augenmerk drauf legen möchten, ist erstmal der Skill-Bereich. Wir sehen hier in der UI schon, dass wir hier Adobe-Provided Skills haben und einmal Skills, die von der Ulta Beauty entsprechend bereitgestellt wurden. So, die Adobe Skills könnt ihr natürlich direkt verwenden und Ulta Skills sind selbst angelegte Skills in dem Coworker, die wir entsprechend auch modifizieren können. So, warum ist das so wichtig, dass wir ein Skill einem Unternehmen letztendlich org-weit zur Verfügung stellen? Naja, auf der einen Seite ist ein Skill ja eine Art Rezept, hat Timo gesagt, was immer einen bestimmten Workflow folgt und einen bestimmten Output mit sich bringt. So, und wir sparen natürlich auch Geld dadurch. Wir sparen Tokens, wenn wir einen Skill generieren, der immer wieder eine gewisse Qualität von einem bestimmten Output generiert. Und genau das ist sozusagen auch der Teil der Kerndemo. Und das funktioniert nur so gut, wenn wir auch den entsprechenden Business-Kontext mitbringen. Das heißt, wir haben beispielsweise Guardrails, wir haben Signals oder Definitions, die wir im Unternehmen bereits haben. Die müssen wir aber definieren und müssen die dem LLM übergeben. Warum ist das so? Weil wir natürlich verhindern wollen, dass die AI Dinge macht, die wir nicht möchten. So, und deswegen, je mehr Guardrails wir geben, je mehr Signals wir geben, desto besser ist es am Ende des Tages. Um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, können wir einfach mal sozusagen ein Beispiel aus meiner vorherigen Welt nehmen. Ich habe früher mal in einem Modekonzern gearbeitet und dort haben wir immer Kataloge verschickt. Also wirklich diese Papierdinger. So, und diese Papierdinger, ich war im Online-Marketing, im Performance-Marketing und jedes Mal, wenn wir diese Kataloge rausgeschickt haben, gab es diese Mega-Spikes. So, und ich durfte jedes Mal erklären, wo kommt denn das her? Na klar, wir wussten, das war der Katalog, logisch, aber ich musste natürlich meine Kampagnen immer so anpassen, dass die CPCs nicht durch die Decke gehen. So, und all das wären super Informationen, die wir in den Coworker unter den Signals entsprechend hinterlegen können. Also so eine Art Plan, wo ihr genau schon wisst, da ist ein Kataloganstoß, lasst uns das bitte dem System mitteilen. So, das ist ein Beispiel. Guardrails und Definitions gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Jetzt gehen wir in den Bereich wieder Agenten und sehen, oh, hier ist was aufgeploppt. Und zwar hat unser Coworker festgestellt, dass wir ein Outdated Inventory verwenden auf unserer 21 Days of Beauty Kampagne, die Marion gerade angelegt hat. Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist das erste Mal, dass wir aber hier eine Nachricht bekommen, die nicht mehr reaktiv ist, sondern proaktiv. Das System hat an sich sozusagen festgestellt, auf Basis der Daten, des Business-Kontexts, den ich gerade erklärt habe,
dass wir Dinge besser machen können. Mensch, Jörn, erstell doch einfach mal diesen Skill und dann sparen wir Tokens und wir generieren besseren Output. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und ich brauche nur draufklicken und habe schon sozusagen eine pre-trained Variante davon und sehe schon, okay, das sieht für mich eigentlich schon relativ gut aus. Aber auch hier Human in the Loop, ich bin der Domain-Experte. Ich weiß, dass beispielsweise hier so eine Inventory Threshold von 500 Units ein statisches Element ist, vielleicht nicht die beste Idee. Also weiß ich, dass ich vorher mit meiner IT-Abteilung gesprochen habe und die zufällig einen MCP-Server gerade auf Basis unserer Data Warehouse-Daten bzw. Warenwirtschaftssystem bereitgestellt hat. So, dieser MCP ist für uns verfügbar, also lasst uns das nutzen. Und ich möchte die Gelegenheit wirklich nutzen, um das nochmal wirklich inne zu haben. Wir haben eigentlich klassische, statische, deterministische Daten, die mit SQL oder mit Python generiert werden in einem Warenwirtschaftssystem, die über solche Schnittstellen wie das Model-Context-Protokoll in ein, ich sag's mal, human-readable Format, intentbasiert übertragen werden, was wir als Marketer verwenden können. So, das ist eigentlich der Oberknaller, weil am Ende des Tages generieren wir so ein hoffentlich langfristig dynamisches System, was sich vollständig an unseren Daten ernährt. Und dazu brauche ich nicht mal mehr Hintergrundwissen, sondern nur Domain-Expertise. Und genau das mache ich jetzt. Ich brauche kein SQL, sondern ich sage einfach dem System, dem AI Assistant, Mensch, lass uns das dynamisch machen auf Basis des MCPs, den mein Kollege gerade angelegt hat. Das machen wir, er arbeitet jetzt daran und updatet entsprechend unsere Definition. Er nutzt jetzt den MCP statt diesem statischen Wert. Finde ich super, aber jeder Skill ist natürlich nur so gut, wie er auch im Prinzip getestet ist. So, und das machen wir jetzt auch. Jeden Skill sollte man testen, man sollte nicht einfach etwas rausschicken, weil wir müssen natürlich validieren, dass der Output, der da rauskommt, auch gut ist. Und das machen wir jetzt, und zwar auch mit unserem Assistant. In dem Fall hat er einen Evaluation Score von 96%. Klingt für mich erstmal mega. Aber da ich pauschal ein eher skeptischer Mensch bin, schaue ich mir grundsätzlich erstmal an, was hat die Maschine denn da eigentlich gemacht. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, den wir eben hatten mit den verschiedenen Guardrails. Policy, Compliance, Response Quality und Skill Routing. Das, was Adobe hier macht im Hintergrund, ist, dass wir 150 Prompts ständig gegen eure Skill Definition laufen lassen. Das heißt, es wird schon eine Art Validierung vorgenommen, ohne dass ihr das sozusagen manuell macht. So, und wenn ihr zufrieden seid mit dem ganzen Output, dann könnt ihr das hier unten an die verschiedenen Destinations publishen und könnt entsprechend den Skill anderen Leuten zur Verfügung stellen. Das mache ich an der Stelle jetzt und der Skill, ihr seht es hier unten, ist soweit abgedatet. Das ist im Prinzip die erste Journey aus der Sicht des Center of Excellence Person. Und jetzt springen wir einmal rein und sagen, okay, wir müssen diesen Stack, den wir uns jetzt hier schon aufgebaut haben mit unseren Guardrails, möchten wir aber auch in ChatGPT verwenden. Dazu springen wir rein in ChatGPT und sagen, okay, ich möchte jetzt als Marketer einfach nur diesen Skill verwenden, den Jörn gerade definiert hat, diesen schönen dynamischen Skill. Lass uns das mal machen. Dazu nutze ich dann unseren MCP bzw. Plugin, je nachdem in welchem Tool man ist, und sagt, hey Mensch, wir arbeiten an dieser Kampagne, 21 Days of Beauty, bitte gib mir mal entsprechend die Produkte raus, die dafür in Frage kommen können. Das Ganze dynamisch, Warenwirtschaftssystem, genauso wie ich es gerade erklärt, zack, nutzt den MCP und gibt mir halt diesen Lip Hydrating Balsam aus und dann entsprechend diese Kerze. Mega. So einfach kann ich im Prinzip schon diese Sachen, die ich im Vorfeld angelegt habe, direkt als Marketer nutzen. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Ich bin in der Sicht des Entwicklers, ein klassischer Skill- oder ein App-Entwickler. Ich gehe rein in unseren entsprechenden Agenten, nutze hier unser Inventory Signal Skill, den wir gerade definiert haben. Und das, was ich jetzt machen möchte, was normalerweise in der Programmierung absoluter Standard ist, dass ich das forke, so nennt sich das. Also ich erstelle eine lokale Kopie von einem Code, um ihn zu modifizieren und dann entsprechend den Output zu generieren, den ich haben möchte und ihn später meinem Team zur Verfügung zu stellen. Das Ganze forke ich, weil ich natürlich nicht möchte, dass der Live-Betrieb in irgendeiner Art und Weise gefährdet wird. So, und das können wir natürlich auch alles schön über die UI machen. Bitte erstellen mir einfach mal eine lokale Kopie. Wir wollen da nichts kaputt machen. Jo, das ist überhaupt kein Problem. Die lokale Kopie ist bereits da, finde ich super. Wir machen mal weiter. Jetzt kommt der Domain-Expertise-Teil wieder. Ich möchte meinen Skill so anpassen, dass er nicht nur dynamisch ist, sondern ich möchte das Komplementärprodukt, was ich sozusagen hier nutze, also in dem Fall für diesen Mascara, im Prinzip auch mit checken, ob es verfügbar ist.
So, und vielleicht ein kleiner Funfact am Rande, als ich die Demo damals bekommen habe, wusste ich zum Beispiel nicht wirklich, was könnte jetzt ein Komplementärprodukt für so ein Mascara sein. Ich bin da jetzt nicht so im Business, habe also dann irgendwann mal Opus gefragt, Opus 4.8, 4.8, habe dann $1,80 durchgedreht und am Ende des Tages hat er mir gesagt, ja, du kannst auch einen Primer nehmen zum Beispiel, dann wusste ich nicht, was ein Primer war, das hat sich dann immer im Kreis gedreht, aber am Ende des Tages bin ich dann doch irgendwie zu einer Lösung gekommen, nämlich in dem Fall habe ich dann einfach die KI gefragt und sag mal, hey, was ist denn eigentlich die perfekte Variante dafür? Hier hat es gesagt, okay, ich habe das jetzt angepasst, ja, wir haben hier ein entsprechende SKU festgelegt und das, was ich noch machen möchte, ist, die Produkte, die verfügbar sind, die möchte ich flaggen, ja, oder die sind gut. Und es gibt welche, die nicht verfügbar sind, die möchte ich aussortieren. Und genau das macht mein Skill an der Stelle jetzt vollständig autonom. Wenn ich das jetzt hier laufen lasse, gegen meine 21 Days of Beauty Kampagne, habe ich im Prinzip meinen lokalen Skill entsprechend geupdatet. Der ist jetzt nicht nur dynamisch, sondern er nutzt sozusagen auch die Bestände entsprechend dynamisch, guckt das Komplementärprodukt an und gibt mir dann entsprechend nur die aus, die clear sind, die ich dann später in meiner Kampagne verwenden kann. Und so stelle ich halt sicher, dass ich schöne Upsells machen kann, ich habe keinen Revenue Loss und alles, was dazugehört. Und das war mein kleiner Ausflug in die Skillwelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Jörn. Vielen Dank an unsere beiden Demo-Präsentatoren. Super, super spannend, das live zu sehen. Auch wie es technisch funktioniert, wie es integriert werden kann. Absolut entscheidend. Jetzt sind Sie und ihr im Driver's Seat, denn wir haben hier was Spannendes mitgebracht, unseren CX AI Maturity Index. Und da können Sie jetzt schon das Handy rausnehmen und mal den QR-Code hier scannen oder ein Bild machen und später scannen. Was das Ganze ist ein 3 Minuten Survey, wo Sie ein paar Daten eingeben und bekommen ein Maturity-Level raus, das heißt Ihren Reifegrad auch von Ihrem Unternehmen, eine klare Analyse, wo Sie stehen, aber auch was die nächsten Schritte sind, die Sie ergreifen können, um hier mit AI und Agentic weiter zu wachsen. Also sehr, sehr spannend. Ich gehe noch einmal zurück, wir haben Zeit. Okay, dann zusammenfassend. Was haben wir heute gesehen in dieser Session? CX Coworker über 3 Säulen. Einerseits Customer Engagement, aber Brand Visibility und Content Supply Chain. In einem integrierten Workflow. Auch umfassende Intelligenz in einer Plattform mit CX Enterprise. Offen, composable und integriert, auch mit unseren Partnern. Zum Schluss, Call to Action, weitere an Sie, den Wandel jetzt anzugehen. Von Experimenten zu Ergebnissen mit AI. Die Gewinner werden jetzt entschieden. Das heißt, starten Sie heute. Und damit möchte ich sagen, vielen Dank und wir stehen für Fragen noch sehr gerne bereit. Noch einen tollen Summit. Dankeschön.